Dieses Jahr starteten wir einen zweiten Versuch, um eine 6-monatige Motorradreise in die Mongolei zu machen. In diesem Teil geht es um die Türkei, und zwar von der Einreise aus Bulgarien bis nach Konya. Salam aus der Türkei. Wir sind heute reingefahren, haben in der ersten Stunde schon unseren Chai aufs Haus bekommen. Sehr lecker. Ich habe nur noch nicht geschafft, eine SIM-Karte zu kaufen, aber bis jetzt alles gut. Ja, wir fahren heute Richtung Istanbul. Es sind noch 150 Kilometer, aber wir fahren noch nicht rein. Ja, wir sind nicht direkt nach Istanbul reingefahren, weil das Wetter nicht so gut war und wir wollten erst im Internet ein Hotel für Istanbul aussuchen, damit wir nicht ewig rumeiern. Also haben wir in Silivri, etwa 80 Kilometer von Istanbul entfernt, was gefunden, direkt an der Hauptstraße, und wir haben abends einen kleinen Spaziergang durch die Stadt gemacht. Am nächsten Tag fuhren wir nach Istanbul. Es war nicht mehr weit und wir hatten Glück und mussten nicht suchen oder im Stau stehen. Wir haben ein gutes Hotel gefunden mit Tiefgarage und bezahlbare Zimmer. Istanbul, die berühmte Stadt am Bosporus, haben wir letztes Jahr leider verpasst, also war sie diesmal ein absolutes Muss. Die 15 Millionen Metropole ist auf 2 Kontinente verteilt, Europa und Asien. Diese beiden Teile werden durch Fähren, Brücken und einen Tunnel verbunden. Wir verbrachten viel Zeit in dem überdachten Basar, der zwar etwas touristisch, aber immer noch wunderschön ist und von Schmuck über Kleidung und Teppiche bis hin zu Süßigkeiten alles in den 4000 Geschäften zu bieten hat. Seit fast 600 Jahren kaufen hier Einheimische und Reisende Waren aus den verschiedensten Erdteilen. Wegen eines Gewitters waren hier noch mehr Besucher als sonst unterwegs. Die Stadt hat nicht nur Historisches und Kulturelles, sondern auch viel Moderne zu bieten. Neben den traditionellen kleinen Teehäusern gibt es auch moderne Cafés und Restaurants mit Glasfassaden. Die Sultan Ahmed Moschee oder Blaue Moschee bietet bis zu 10.000 Muslimen Platz für ihr Gebet. Aber auch sehr viele Touristen interessieren sich für die eindrucksvolle Architektur und ihre Schönheit. Natürlich mussten sich auch Touristen an die üblichen Regeln halten: Schuhe ausziehen und Frauen Kopftuch anziehen.
Auch die erste Bosporusbrücke zieht haufenweise Touristen an. Sie ist mit ihren 1500 Metern zwar nicht die längste Brücke, aber sicherlich eine der bekanntesten Brücken der Welt und sie verbindet immerhin 2 Stadtteile bzw. 2 Kontinente miteinander. Von Istanbul sind wir nach Mudanya gefahren, das gegenüber von Istanbul am Marmarameer liegt. Wir sind sehr früh losgefahren, es gab keinen Stau und wir fuhren gleich über die Bosporusbrücke nach Asien und dann gleich auf eine neue Brücke, die wir zahlen mussten, weiter auf die südliche Seite des Meeres. Hallo, willkommen in der Türkei. Wir sind heute in den asiatischen Teil gekommen. Wir sind jetzt am Marmarameer. Wir haben gerade Sonnenuntergang. Ja, bis jetzt genießen wir es sehr gut. Wir haben lecker Pide gegessen zum Mittag. Das Wetter wird viel besser. Ja, die Leute sind super nett hier. Wir haben eine nette Hütte bekommen, da drüben. Morgen geht es weiter Richtung Süden. Wir wollen Pamukkale sehen. Auf dem Weg schauen wir vielleicht bei einer Werkstatt vorbei, weil Samos Federbein ein bisschen leckt. 2 Probleme haben wir. Einen haben wir heute erledigt, nämlich der Benzinkocher. Die haben wir gemeint, dass er gar nicht mehr geht und dass er kaputt ist. Den habe ich heute repariert. Super. Und das zweite ist, dass mein Federbein leckt. Wissen wir noch nicht, was wir damit machen. Jetzt schauen wir mal. Was isst du? Oh, Woher? keine Ahnung. Da war es gerade. Am Tisch. Warmes Brot. Izmir ist mit rund 4,1 Millionen Einwohnern die drittgrößte Stadt der Türkei. An der Ägäisküste, am Golf von Izmir gelegen, beherbergt sie den nach Istanbul zweitgrößten Hafen des Landes. Uns hat die Hitze in Izmir überrascht. Als wir ankamen, war es schon Nachmittag und es gab sehr viel Stau. Es ging nur langsam vorwärts und wir konnten uns auch nicht durch die Autos durchschlängeln. Das erste Hotel war nichts, dann mussten wir weiterfahren. Wir haben ein Hotel gefunden, es sah aber nach einem Luxushotel aus. Wir waren aber überhitzt und wollten nicht mehr weitersuchen. Beim Einchecken gab es ein Missverständnis. Obwohl wir nach dem Preis für 2 fragten, nannte uns der Rezeptionist den Preis für einen,
sodass wir eigentlich das Doppelte hätten zahlen müssen. Nach etwas Verhandeln einigten wir uns dann auf einen niedrigeren Preis und die Chefin entschuldigte sich. Sonst war das Zimmer sehr gut und das Frühstück einer der geilsten auf der ganzen Reise. Abends haben wir einen Ausflug in die Stadt gemacht und es hat uns sehr gefallen. Weil es sehr heiß war, kauften wir jeden Tag einen 5-Liter-Kanister Wasser, um genügend zu trinken. Wo sind wir? In der Türkei, irgendwo wo es sehr heiß ist. Und jetzt kühlen wir uns ab mit warmem Chai, so wie es sich gehört. Wir machen gerade Mittagspause, es sind über 30 Grad. Aber hier ist gut im Schatten. Wir haben Chai bestellt und wir haben auch Wasser bekommen. Wissen wir nicht, aber ob wir die bezahlen müssen oder nicht. Und die verstehen uns nicht. Aber das kriegt man schon hin. Also sie hat sich Chorba. Chorba bestellt. Ich Klappe. esse nichts, weil es ist zu warm. Die Suppe ist da. Gut? Ich glaube schon. Ich glaube ohne Fleisch. Ein bisschen scharf. So, sie sagt, ich soll nichts essen, weil ich habe gestern 2-Gänge-Menü reingehauen mit Köfte. Genau, War teuer. deswegen. 7 Euro. Was machst du jetzt? Essen. Was isst du da? Suppe. Woher? Jetzt ist der meine Chorba. Lecker? Pamukkale ist ein touristischer Hotspot und ist wegen den Kalksteinterrassen bekannt. Die Terrassen entstanden über Jahrtausende durch kalkhaltige Thermalquellen. Der Eintritt kostete 15 Euro und man darf nur barfuß auf das Gelände gehen. Die Wasserbecken sind nicht alle natürlich und man kann auch erkennen, dass da Hand angelegt wurde, damit die Touristen nicht enttäuscht werden. Der Ort ist vor allem bei chinesischen Touristen sehr beliebt. Es gibt Thermalbäder, Museen, viele Restaurants und Übernachtungsmöglichkeiten. Die Terrassen stehen auf der Liste des Weltkulturerbes der UNESCO. Ähnliches Hinterterrassen befinden sich im Yellowstone Nationalpark in den USA. Als wir in Pamukkale waren, war es ungewöhnlich heiß und wir haben beschlossen, nur eine Nacht dort zu verbringen und sind am nächsten Tag Richtung Ankara gefahren.
Hallo, wir sind unterwegs nach Ankara. Eigentlich wollten wir nur irgendwo vor Ankara übernachten in einem Hotel. Und wir sind in Sivrihisar gelandet. Und der Hotelbesitzer hat uns das Heft in die Hand gedrückt. Wir haben einen Spaziergang angefangen. Und die Stadt ist richtig schön. Wir haben hier oben so einen Uhrturm. Zeig dir mal. Und ein Figurenpark, eine armenische Kirche, eine Moschee und sehr alte Häuser. Die Stadt ist sehr schön. Gefällt uns. Sivrihisar ist eine anatolische Stadt in der Provinz Eskişehir an der Hauptstraße von Ankara nach Eskişehir. Dort sind wir zufällig gelandet, weil wir ein Hotel gesucht haben. So, sie isst wieder Çorba. Wie jeden Tag. Aber Çorba geht immer. Zeig mal, was wir hier essen. Also es gibt Sonnenblumenkerne hier, Kirsche, Bananen und ein Mix von mehreren Kernen und Nüssen. Ja. Wir finden es richtig schön, dass es hier in den Parks so Grills gibt und Schattenplätze, viel Gras, viel Schatten. Schön. So, wir sind gerade in Ankara. Wir machen einen Tag Pause. Wir besuchen die Stadt. Susi war heute beim Friseur, beim türkischen Coiffeur. Und eine Minute danach hat ein Vogel auf mein Haar geschissen.
Aber ich glaube, deswegen werden wir Glück haben, weil man sagt ja, das bringt Glück. Schauen wir mal. Genau. Ankara ist seit 1923 die Hauptstadt der Türkei und der gleichnamige Provinz Ankara. Wir wollten hier 2 Tage bleiben, um uns zu erholen, aber auch um Kleinigkeiten zu erledigen. Willkommen in Ankara. Wir schauen heute die Stadt an. Wir sind den Hügel hochgekommen und hier oben ist die Altstadt mit sehr alten Gebäuden. Wir genießen unseren Chai und da hinten kommt gerade ein Gewitter auf. Aber bestimmt haben wir Glück. Wegen von früh.
Von Ankara sind wir nach Konya gefahren. Viele Touristen treibt es aus religiösen Gründen hierher, da sich dort ein berühmtes Mausoleum befindet. Die Stadt scheint auch insgesamt etwas konservativ geprägt zu sein, das haben wir auch selbst zu spüren bekommen. Ausgerechnet hier ist uns das passiert, was wir eigentlich letztes Jahr im Iran erwartet hätten. Wir wurden von 2 Hotels abgewiesen, weil wir nicht verheiratet sind. Natürlich waren wir in dem Moment etwas aufgeregt und genervt, aber man kann es nicht ändern. Also sind wir weitergefahren und haben in der Stadt auch ein anderes Superhotel gefunden. Es gibt einige Besonderheiten in der Türkei. Es gibt viele Polizei- und Militärkontrollen in der Türkei und wir wurden auch einige Male angehalten, aber wir wurden 2-mal zum Chai-Trinken eingeladen. Das kann man sich in Europa nicht vorstellen und sonst ist uns das nur noch einmal in Russland passiert. In der Türkei gilt, die Gäste in der Früh nicht ohne Frühstück gehen lassen. Das gilt für alle Hotels und Gästhäuser. Frühstück ist immer dabei, man braucht gar nicht danach fragen. Für Vegetarier ist das Leben in der Türkei einfach. Das Frühstück ist sowieso sehr fleischarm und es gibt viele leckere Gerichte ohne Fleisch, sodass die Bestellung unkompliziert ist und man nicht sehr auffällt. Was gibt's da? Irgendwas Süßes, Leckeres vom Laden. Wir konnten nicht widerstehen. Das ist etwas mit Milch und Mandeln und Erdbeer. Und das ist eine Art Baklava. Und das hauen wir jetzt rein. Versteckt, weil Ramazan ist. In der nächsten Folge könnt ihr euch auf Kappadokien mit den Heißluftballons freuen. Außerdem werdet ihr einige der schönsten Offroad-Strecken der Türkei sehen. Den Dark Canyon und die berüchtigte D915, eine der gefährlichsten Straßen der Welt. Bleibt gespannt!